Ab Mitte Mai kommen ja die kälteempfindlichen Kübelpflanzen wieder nach draußen. Dann beginnt der Zeitpunkt, ihnen eine Wellnesskur zukommen zu lassen. Besonders, wenn sie mehrere Jahre im gleichen Topf gestanden haben. Kübelpflanzen richtig umtopfen, das ist heute mein Thema. Warum sollte man seine Kübelpflanzen überhaupt umtopfen? Gibt verschiedene Gründe. Erstens, der Boden ist total durchwurzelt. Man sieht das hier, der drückt sich schon fast aus dem Topf raus. Es gibt Mangelerscheinungen, die Pflanze kümmert, der Boden ist ausgelaugt, deswegen braucht die Pflanze dringend frische Erde. Oder aber die Proportionen stimmen einfach nicht mehr. Ich habe eine große Pflanze, aber einen kleinen Topf, er ist nicht mehr standstabil und braucht deswegen mehr Gewicht unten, also einen größeren Topf. Ich habe gerade eine Pflanze gekauft, so werden die häufig angeboten, das passt auch nicht, die muss in einen größeren Kübel. Ein Fehler, der häufig gemacht wird, ist, man denkt, naja, jetzt mache ich einen ganz großen Topf, dann brauche ich die nächsten 10 Jahre nicht umzutopfen. Falsch. Denn je mehr Substrat hier unten drin ist, das nicht durchwurzelt ist, desto feuchter bleibt auch die Erde. Und gerade die Zitruspflanzen hier, die mögen überhaupt keine Staunässe. Deshalb sollte der Topf vielleicht nur 5, 7, 8 Zentimeter größer sein. Dann hat die Pflanze ausreichend Zeit, ihn zu durchwurzeln und es gibt keine Staunässe. Hier haben wir zum Beispiel einen Topf, der ist 25 Zentimeter im Durchmesser. Ich würde jetzt einen wählen, der vielleicht 35 hat. Also, hier, der hat 34, der passt genau. Wichtig ist, dass das Wasser gut ablaufen kann. Deswegen muss der Topf auf jeden Fall ein Loch haben, besser noch mehrere. Dann kommen unten Tonscherben rein, damit wir eine gute Drainage haben. Und dann ist ganz wichtig, eine gute Kübelpflanzenerde. Warum? Naja, die Pflanzen stehen ja mehrere Jahre in diesen Kübeln. Die Erde muss also strukturstabil sein und muss sie zumindest in der Anfangsphase auch mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen. Weiterhin muss sie gut Wasser halten können und auch Nährstoffe puffern können. Bevor die Pflanze in die Erde kommt, lockern wir den Wurzelballen noch ein bisschen auf. Wir lösen Wurzelfilz und entfernen auch noch mal ein wenig von der alten Erde. Dann kommt die Pflanze hinein, an der Seite noch ein bisschen Erde verdichten. Bei Zitronen auf jeden Fall darauf achten, dass sie nicht zu tief eingepflanzt werden, sonst kriegen sie da unten gerne Fäulnis. Für verschiedenste Pflanzen gibt es natürlich auch spezielle Substrate, zum Beispiel für die Zitronen. Die brauchen einen etwas niedrigeren pH-Wert. So, noch eine kleine Eselsbrücke für diejenigen, die nicht ganz genau wissen, wie groß der Topf, der neue denn sein soll. Etwa 2 Finger breiter auf jeder Seite reicht immer, auch für die nächsten 2 bis 3 Jahre. Bei den Töpfen gibt es natürlich auch unterschiedliche Materialien. Vielfach sind Kunststofftöpfe in Verwendung, haben viele Vorteile, sind vor allen Dingen leicht. Die Pflanzen trocknen nicht so schnell aus, weil hier ja keine Verdunstung passiert. Andererseits ist der Tontopf natürlich porös. Er verzeiht eher mal Gießfehler, wenn wir zu viel gegossen haben. Es ist ein natürliches Material, kriegt auch eine schöne Patina und verleiht dem Topf auch Stabilität, weil er halt schwer ist. Nachteil allerdings, ist auch schwer zu heben. Natürlich lohnt es sich auch regelmäßig mit der Schere an seine Pflanzen zu gehen. Man will ja einen schönen, harmonisch runden Wuchs, gerade hier bei so einem Stämmchen. Und deswegen muss man hier den einen oder anderen Trieb mal rausnehmen. Solche zum Beispiel, die ineinander wachsen, die sich gegenseitig behindern oder die einfach hier abgestorben sind. So ein Zitrus verträgt ruhig locker mal 1/3 pro Jahr zurückgeschnitten zu werden. Fördert auch den Fruchtansatz. Ganz ein bisschen harmonischeren aussehen. Und es kommt noch mehr Licht in die Krone. Auch das ist ja ein Ziel. Ähnlich wie ein Obstbaumschnitt, Auge nach außen, damit der schön da weiter wächst. Hier sieht man schon ganz schön, das sind die Früchte, die im Winter dann reif sind. Alle werden nicht durchkommen, aber ein Großteil schon. Wenn euch meine Tipps gefallen haben, dann gebt mir ein Like oder abonniert meinen Kanal. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun mit meinen Kandidaten, aber nächste Woche, da erfahrt ihr alles von mir über die wunderbare Welt der Hortensien.